Hallo und guten Tag, liebe Freunde vom PS-Speicher TV. Kenner wissen jetzt schon gleich, wenn sie dieses Tier sehen, um welches Motorrad es heute geht. Wir haben heute zwei Wasserbüffel aus dem PS-Depot Motorrad entführt, gönnen ihnen ein wenig Auslauf. Wasserbüffel war der Name im Motorradjargon für die Suzuki GT750. Bis heute ist dieses von 1970 bis 76 gebaute Motorrad der schwerste und größte Zweitakter, den es ganz normal im Laden zu kaufen gab. Ja, ich bin heute gemeinsam mit dem Motorradfreund Wolfgang unterwegs. Wolfgang gehört auch zur Mannschaft rund um das PS-Depot in Einbeck. Er ist alter Motorradfahrer, Ehrenamtler bei uns, betreut auch die Motorräder. Und glücklicherweise haben wir zwei von diesen tollen GT750, eine ganz frühe, hier zu sehen an der Vorderrad-Trommelbremse, und eine ganz späte Maschine aus dem Jahr 1976, eine englische Erstzulassung mit Meilentacho. Und Wolfgang, du bist heute zum ersten Mal GT750 gefahren. Ich weiß, dass du schon sehr, sehr lange, viele Jahrzehnte, eine Honda 750 vorhast aus der gleichen Ära. Was würdest du sagen, was unterscheidet die beiden? Ja, ein ganz entscheidender Unterschied ist natürlich der Sound. Viertakter und Zweitakter, das ist ganz was anderes. Aber das Motorrad selber fährt sich sehr gutmütig. Man kann auch mit niedrigen Drehzahlen fahren. Ich hatte früher immer so die Befürchtung, Zweitakter muss man ja viel drehen und nur mit hohen Drehzahlen fahren. Und die sind sehr nervös. Aber dieses Motorrad lässt sich wirklich sehr gut fahren, ist ganz gutmütig. Aber wenn man etwas Gas gibt, dann zieht sie auch gut los. Also Leistung ist vorhanden. Was meinst du, was war der Grund, dass die Suzuki eigentlich immer im Schatten der Honda stand? War es die Technik? War es, dass Honda vielleicht auch durch den Viertaktmotor so einen emotionalen Vorteil hatte? Was würdest du sagen? Ja, die Honda-Motoren waren ja mit ihrer Zuverlässigkeit sehr berühmt, insbesondere der Vierzylinder 750er. Und ich könnte vermuten, dass damals diese Wasserkühlung, diese neue Technik, ein bisschen skeptisch angesehen wurde. Die Leute wussten nicht so recht, ist das wirklich zuverlässig oder ist das nur eine Spielerei? Aber vom Fahrverhalten her ist das Motorrad echt top, da kann ich nichts gegen sagen. Ja, Wolfgang, herzlichen Dank. Das war ja schön, heute mit dir unterwegs zu sein. Ich freue mich auch schon auf die Rückfahrt. Die Motorräder sind ja dann ab morgen wieder jederzeit im PS-Motorraddepot zu besichtigen. Und der Wolfgang hat es ja schon gesagt, das Motorrad zieht aus niedrigen Drehzahlen sehr, sehr kräftig. Das sorgte für die Titulierung Büffel, weil Kraft ist schon bei Drehzahlen vorhanden, wo 750er Viertakter eben noch nicht so kräftig sind. Die Vorteile des Zweitaktmotors, also die doppelte Zündfolge, kommt hier wirklich zum Tragen. Und das zweite Stichwort ist halt Wasser. Vor ungefähr 50 Jahren war das einzige wassergekühlte Motorrad, das es auf dem deutschen Markt zu kaufen gab. Abgesehen von dem Kleinkraftrad von Zündapp, der KS50 WC. Und der Normalfall waren halt fahrtwindgekühlte Motoren. Das hat sich mittlerweile komplett gedreht. Heute hat die Wasserkühlung auch im Motorradbau komplett ihren Siegeszug angetreten. Aber damals war es was Besonderes. Und diese Kombination büffelartige Kraft verbunden mit der ungewöhnlichen Wasserkühlung sorgte dafür, dass dieses Motorrad halt Wasserbüffel hieß. Und 1976 war aber die Zeit dieser großen Zweitakter vorbei. Die kalifornischen Zulassungsbehörden, die halt zum wichtigsten Markt für die japanischen Motorräder gehörten, also für die USA, zeigten den Zweitaktern die rote Karte. Und hohe Stickoxidausstoß und hoher Kohlenwasserstoffausstoß sorgten dafür, dass die Zweitakter verschwanden. Suzuki machte das ganz unsentimental. Die stellten die Modellpalette auf Viertaktmodelle um, sind bis heute am Markt. Und heute sind die wenigen GT750, die es noch gibt, tolle Klassiker, die an die Jahre des Motorradbooms erinnern und nicht nur beim Fahren Spaß machen, sondern auch wunderschön anzusehen sind. Ich hoffe, euch hat die Folge PS-Speicher TV genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wir sehen uns bald wieder, auch im PS-Depot Motorrad und dem PS-Speicher. Herzlichen Dank und tschüss.
Unterstützen Sie den PS-Speicher und werden Sie Mitglied bei den Förderfreunden PS-Speicher.